Der Institution Oper und der Kunstform Oper muss man ja recht geben, insofern, dass sie auch heute noch jeden Abend, wie viele Leute passen hier rein? 2000 Leute, ne? Dass jeden Abend 2000 Menschen für sich begeistern kann. Anscheinend gibt es eine spezifische Qualität der Oper, dass Menschen kommen, dass sich Musik anhören, Geschichten anhören, die seit Jahrhunderten gleich geblieben sind. Als Bild könnte man vielleicht sagen, da kommen Menschen, um sich an einem Lagerfeuer zu wärmen, was vor Jahrhunderten entzündet wurde. Und ein Teil der Institution Oper scheint mir zu sein, dieses Lagerfeuer am Laufen zu halten. Jetzt ist aber natürlich gleichzeitig so, dass sich die Welt, in der das Lagerfeuer brennt, extrem verändert hat über die letzten paar hundert Jahre. Und es geht ja nicht darum zu sagen, hört auf, das alles zu inszenieren oder hört auf, das alles zu spielen oder hört auf, das alles anzugucken. Aber man merkt, dass es in einer Zeit verankert ist, die sich deutlich von der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, unterscheidet. Die Instrumente, die Art, wie gespielt wird, dass es da noch immer Leute gibt, die 2023, also tatsächlich in einem anderen Jahrtausend, dastehen und deren Expertise darin besteht, im Jetzt, im Heute die Musik zum Klingen zu bringen, die dann aber klingt wie vor 500 Jahren. Wenn man sich jetzt vorstellt, es gäbe sie wirklich, Penelope, und sie würde jetzt wirklich leben, dann würde die ja nicht singen. Die würde einfach sprechen. Die hat auch kein Orchester dabei, die würde auch nicht immer nach vorne gucken oder so. Und das verhindert manchmal, dass man das Gefühl hat, dass alle Beteiligten wirklich miteinander im Raum sind. Das wiederum ist aber für mich die Grundvoraussetzung für gelungenes Theater. Und da ist was, wo wir sozusagen auf jeder Probe ein Stückchen näher versuchen, uns dem anzunehmen, wie wir jetzt das Gefühl bekommen, dass alle SängerInnen, alle SchauspielerInnen, die MusikerInnen, dass die in dem Raum sind und nicht in so eine Fantasiewelt abrücken und dann mit so Vorhängen vor den Augen in irgendwelche Richtungen spielen, sondern dass sie wirklich da sind und dass der Akt, Monteverdi 2023 auf die Bühne zu kriegen, dass der spürbar wird und dass der zur spezifischen Qualität des Abends wird. Also ich glaube, die ganze Oper ist magisches Denken. Also ich glaube, und jetzt nicht nur diese glaube ich im Speziellen nochmal, weil sie es auch inhaltlich ist. Wir treffen mit Penelope eine Figur, die 20 Jahre lang dasteht und behauptet, nee, der kommt wieder, obwohl sie von dem nichts gehört hat, Ulisse. Und auch niemand weiß, ob der jemals wiederkommt. Alle anderen eher so das Gefühl haben, der ist wahrscheinlich irgendwo abgesoffen auf der See oder vor Troja gefallen, aber man weiß es nicht sozusagen genau. Das heißt, wir treffen eine Figur, deren ganze Existenz magisches Denken ist. Ungefähr gegen 9 Uhr abends schien mein Ehemann John Gregory Dunne einen heftigen Herzinfarkt zu erleiden, der seinen Tod verursachte. Ich machte die Tür auf und sah den Mann in Grün und ich wusste es sofort. Joan Didions Verstand ist eigentlich einer, der logisch funktioniert. Wenn ich ihn nicht reinlasse, kann er es mir nicht sagen. Und sie beobachtet sich selber dabei, wie sie im Jahr nach dem Tod ihres Mannes Nichts davon wäre passiert. zwar logisch denkt, aber dieses logische Denken wie nur eine Schicht in ihrem Kopf ist. Die viel wichtigere und die für sie bestimmende ist das magische Denken. Und in dem magischen Denken kann er zurückkehren. In dem Sinne denkt sie wie eine Opernfigur. Kein Turner! He's not coming back! He's dead! He's not coming back! He's not coming back! He's not coming back! He's not coming back! Because he's dead! 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 Stop filming! He is dead! Weil natürlich, mir ist das klar, dass das eine Kunstform ist, die so viel Können und Meisterschaft verlangt. Ja? Und trotzdem ist es ja eine Entwicklung, dass die Meisterschaft am meisten wirkt, wenn sie auf Fehler trifft. Und mit Fehler meine ich nicht Dinge, die falsch laufen, sondern Dinge, die sich deutlich unterscheiden von Perfektion. Und ich hätte das Gefühl, dass das gezielte Einsetzen von Imperfektion der Kunstform Oper total etwas schenken könnte.